Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und ich habe es geschafft, jetzt wirklich mal das MacBook Pro M1 Max so ein bisschen durchzutesten über sehr viele Tage mit sehr vielen Stunden pro Tag und möchte euch mal so ein bisschen meine Eindrücke hier in diesem Video wiedergeben. Natürlich als erstes die Frage 1000 Nits ein Witz. Warum kriegen wir die 1000 Nits hier nicht komplett jederzeit zur Verfügung gestellt auf diesem Display? Wir klären diese Frage. 120 Hertz, ein Scherz, und das ist teilweise wirklich so. Ich erzähle euch, wo ihr die 120 Hertz nutzen könnt und wo ihr die 120 Hertz leider Gottes nicht nutzen könnt, denn einige wichtige Apps, die reagieren noch gar nicht auf die 120 Hertz, die hier im Display verbaut sind. Also dranbleiben bei diesem Video. Wir reden natürlich auch über das Akku, wir reden über die Notch, wir reden über das Display, wir reden über den Sound, über die Mikrofone, über die Webcam, über alles, was das wunderbare Teil hier am Start hat. Und natürlich bist du immer noch ein Beta-Tester, wenn du jetzt dieses neue Gerät kaufst. Warum, erkläre ich dir auch. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Anschauen und los geht's. Natürlich möchte ich euch jetzt mal die Konfiguration nochmal mitteilen von diesem MacBook Pro. Es ist ein 16 Zoll mit 10 Core CPU, 32 Core GPU, 32 GB Arbeitsspeicher und 1 TB Festplatte. Als erstes gibt es natürlich die ersten Eindrücke vom Akku und vor 7 Tagen habe ich dieses wunderbare MacBook zugesandt bekommen, habe es dann einmal aufgeladen und nach 4 Tagen musste ich dann das erste Mal nachladen, auf Deutsch gesagt, denn 4 Tage hielt es durch. Und was habe ich damit gemacht? Ich habe damit 3 Videos geschnitten, das sind ungefähr so 3,5 Stunden gewesen, die ich hier am Videoschnitt direkt dran war. Dann habe ich damit sehr viel Tonaufnahmen gemacht in Adobe Audition. Dann natürlich Texte geschrieben, teilweise YouTube-Video hoch und runter gescrollt und natürlich auch noch Moderation bearbeitet und was man halt am Rechner macht, so einfach an, wieder aus, ein bisschen gucken, ein bisschen scrollen, ein bisschen Safari und alle anderen Dinge. Insgesamt bin ich hier mit meiner Akkuzeit, mit Videoschnitt, mit Tonaufnahmen und allem drum und dran auf circa gute 10 Stunden gekommen. Aber ich muss dazu sagen, ich habe natürlich dieses Display vom MacBook Pro 16 Zoll über AirPlay auf meinem Fernseher laufen lassen. Und ihr wisst, über AirPlay gibt es natürlich eine ganze Menge Stromverbrauch. Das heißt, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wären es wahrscheinlich noch 13, 14 Stunden gewesen, die man hier wirklich effektiv mit dem MacBook Pro arbeiten könnte. Ich kann euch aber nur meine 10 Stunden jetzt erstmal widerspiegeln und sagen, dass hier in diesen 10 Stunden wirklich richtig was geschafft wurde. Und natürlich war es dann irgendwann auch mal zu Ende mit dem Akku. Was aber noch wichtig ist, ist, dass diese Akkuanzeige hier im MacBook Pro eigentlich unwahrscheinlich cool ist und funktioniert. Das Einzige ist, wenn das Akku nachher auf 20% runtergeht, das heißt hier bei der Akkuanzeige auch auf 20% zu sehen ist, dann ist die Anzeige nicht mehr so genau, dann geht es nämlich relativ schnell mit dem Akkustand. Also wenn ihr hier auf 20% seid, dann solltet ihr auch bald irgendwo eine Möglichkeit finden, nachzuladen. Das wollte ich nur noch mal sagen. Kein Problem, dank Apple Quick Charging ist natürlich auch das Nachladen gar kein Hit, denn du hast hier 140 Watt im Netzteil. Innerhalb von einer Stunde ist dieses MacBook Pro wieder zu 100% aufgeladen. Innerhalb von 30 Minuten kannst du 50% hier nachladen, sodass du ebenfalls weiterarbeiten kannst. Der Oberhammer, also das, was hier wirklich in Bezug auf die Akkuleistung präsentiert und verbessert wurde, das geht auf keine Kuhhaut. Das ist wirklich ein Workflow von 100, 200, 300% gegenüber dem alten 16 Zoll MacBook Pro mit den Intel-Chips. Aber natürlich gibt es auch noch andere Dinge zu beachten und zu denen kommen wir jetzt. Denn Apple hat sich natürlich selbst geschlagen und das im eigenen Haus. Ich muss jetzt erstmal nochmal meinen Glückwunsch loswerden, denn diese Konfiguration mit dem 32 GB Arbeitsspeicher und dem M1 Pro Max, die hat teilweise in bestimmten Tests das große Mac Pro geschlagen. Das heißt, den großen PC, den Mac Pro, der teilweise zwischen 10.000 und 20.000 Euro je nach Ausstattung kostet, der wurde hier von diesem MacBook im Wert von ca. knapp 4.000 Euro einfach mal in manchen Benchmarks komplett platt gemacht. Und da ich gesagt habe, dieses Video ist benchmarkfrei, habe ich euch den Artikel dazu hier direkt in meiner Videobeschreibung verlinkt. Wer es mal genauer lesen möchte, was es damit auf sich hat, wieso dieses Laptop einfach mal schneller ist als ein Mac Pro für 20.000 Euro, lest es euch einfach durch. Der Artikel liegt direkt hier in meiner Beschreibung.
In der Apple Keynote, da konnten wir natürlich auch schon viele Einzelheiten des MacBook Pro sehen. Wir kommen jetzt mal zum Design. Und ich finde das Design relativ kantig und eckig. Das erinnert mich so ein bisschen an das, ich glaube 2015 war es gewesen, an dieses MacBook. Guck mal, was es da noch alles für Anschlüsse gab, ja, was da sozusagen noch los war in Bezug auf die Anschlüsse. Aber wenn man hier das Display hoch macht und einfach mal hier so die Ränder und alles andere vergleicht, dann sieht das wirklich vom Vergleich so aus wie das neue MacBook Pro 16 Zoll. Übrigens der Apfel von Apple könnte auch mal wieder leuchten, nur so als kleiner Tipp. Und ich finde, dass es so ein bisschen ähnlich ist wie das 2015er. Das Gewicht des Apple MacBook Pro 16 Zoll 2,1 Kilo, die Höhe 1 cm und 68, die Breite 35 cm 57, die Tiefe 24 cm und 81. Ich finde, hier diese Ecke bzw. diese Ecken sind das große Manko an dem großen MacBook, denn gerade wenn man das verstaut oder jetzt von A nach B legt oder mal auf und wieder zumacht, ist es aufgrund dieses flachen Displays doch schon so ein bisschen wabbelig. Also es ist fest, es ist auch qualitätsmäßig überhaupt nicht zu bemängeln, aber es ist einfach, naja, wenn die Ecke da sozusagen irgendwo anstößt, dann könnte es auch sein, dass hier eine Delle reinkommt, beziehungsweise Kratzer oder das MacBook an dieser Stelle kaputt geht. Was ich jetzt mir bestellt habe, das dauert aber eine Weile, weil die Hersteller immer noch nicht so weit sind, ist einfach so eine Silikon- beziehungsweise so eine Plastikhülle, die man hier komplett über den ganzen Mac-Rechner rüber machen kann. Da kann das nicht passieren, denn das erste Mal, wenn es irgendwo anklatscht, dann ist es direkt an der Hülle und hier nicht an deinem neuen MacBook. Denn wenn du es irgendwann mal verkaufen möchtest, dann sollte es natürlich auch so aussehen, dass du da keine Kratzer hast oder keine Ecken, die angeschlagen sind. Das macht sich dann immer nicht gut beim Preis zum Wiederverkauf. Aber wie gesagt, als Tipp, wenn ihr das ebenfalls bei euch schützen möchtet, holt euch einfach so eine Silikon- oder so eine Plastikhülle, die ihr komplett über das ganze MacBook Pro rummacht. Beim Einladen ist es natürlich dann eine andere Geschichte. Dieses Teil im Rucksack zu haben ist natürlich deutlich schwerer als das vorangegangene 13 Zoll MacBook Pro, was wir alle jetzt hatten vorher mit dem M1. Wir kommen alle von einem kleinen MacBook Pro M1, was wir nutzen konnten, jetzt zu den großen 14 Zoll oder 16 Zoll Geräten. Das ist natürlich wieder ein Umstieg, den man einfach in der Größe hier dann auch sieht und natürlich auch spürt. Und man kann natürlich das MacBook Pro 16 Zoll jetzt nicht mehr so einfach überall mit hinnehmen oder mal schnell in die Tasche. Das ist dann schon ein großer, klobiger Klotz, den man sich da sozusagen dann in den Rucksack haut. Aber es ist wichtig zu wissen, dass wenn man natürlich gut arbeiten möchte, auch einen riesengroßen Monitor haben kann. Und an meinem MacBook Pro 13 Zoll konnte ich pur nicht schneiden. Das war mir alles zu klein. Da musste ich entweder das iPad daneben stellen oder das MacBook Pro 13 Zoll an den Fernseher anschließen. Dann ging das, beziehungsweise an den Monitor. Jetzt mittlerweile kann ich mit diesem zwar großen MacBook, aber auch richtig schönen MacBook in Bezug auf das große Display sehr gut arbeiten und brauche eigentlich theoretisch keinen zweiten Monitor. Ist natürlich Luxus und macht sich natürlich dann doch besser beim Videoschnitt, aber theoretisch bräuchte ich das nicht. Und da ist natürlich wieder Größe schön, ja. Und beim Transport ist natürlich Größe dann nicht schön, aber man kann immer noch irgendwelche Dinge mit einkalkulieren, dass man das halt nicht so macht. Oder wer viel transportieren muss und möchte, der sollte dann schon mal sich mit dem 14 Zoll Gerät anfreunden. Kommen wir zum Display und da sind wir schon mal so ein bisschen beim Titelthema. Als erstes natürlich hohes Lob. Dieses Display ist einfach wirklich das beste Display, was ich jemals hier gesehen habe. Die Schwarzwerte sind super. Das Kontrastverhältnis ist der Oberhammer. Das liegt natürlich an dem Mini-LED-Display, was hier direkt im MacBook Pro verbaut ist. Hammer Performance, Farben spuckt er förmlich aus. Er zeigt dir Farbwerte. Da willst du eigentlich mit den Augen gar nicht mehr von dem Display hier direkt weg. Aber wir kommen jetzt mal zum Titelthema und zwar, es geht um die 120 Hertz, die das schnelle Display hier verbaut hat. Aber diese 120 Hertz, die können momentan von vielen Apps noch nicht benutzt werden. Das ist eine komische Geschichte, denn Apple zeigte direkt in der Keynote natürlich Schnelligkeit und Geschwindigkeit über die 120 Hertz und dann
kann auch den Safari-Browser, aber genau dieser Safari-Browser, der kann im Moment nur mit 60 Hertz arbeiten. Das heißt, du hast beim schnellen Browsen 60 Hertz anstatt 120 Hertz und das musst du wissen, und einige andere Apps, die können momentan auch noch nicht mit den 120 Hertz arbeiten. Ich hoffe, dass Apple da wirklich nachbessert, weil da gibt es einige User, die sind da wirklich sauer und auch berechtigt sauer, denn Apple hätte ja nicht in der Keynote damit angeben müssen, dass es so schnell ist, wenn es dann nicht so schnell ist, nur mal so nebenbei erwähnt. Natürlich auch zum zweiten Thema, 1000 Nits sind ein Witz und das ist dann wieder so eine Sache, wo man jetzt ein paar Sachen noch mit dazu erzählen muss, und zwar diese 1000 Nits sind natürlich dann nur erreicht, wenn es um HDR-Inhalte geht, und wenn ihr euch mal ein HDR-Video bei YouTube anschaut, gebt einfach mal ein HDR-Video und das ist natürlich eine perfekte Qualität, du hast hier Helligkeitswerte und das sieht richtig schön aus auf dem Display, aber ihr macht eure Internetgeschichten, ihr macht eure Filmgeschichten, ihr macht eure Texte, ihr macht eure Töne und andere Dinge und wollt natürlich auch mal draußen bzw. in hellen Räumen arbeiten. Dafür reicht das Display aus, aber es hat keine 1000 Nits, es hat dann maximal 500 Nits. Und das musst du wissen. In allen normalen Anwendungen bist du hier bei 500 Nits, erst die 1000 oder die 1200 Nits werden dann erreicht, wenn du HDR-Inhalte wiedergibst und sonst nicht. Ganz wichtige Geschichte, weil das sieht im Marketing immer so aus, als wenn du hier komplett mit 1000 Nits in die Welt rausgehst und bei Sonnenschein hier alles machen kannst. Das ist leider nicht so. Die Tastatur kommt mit 79 ISO-Tasten, einschließlich 12 Funktionstasten in voller Größe, 4 Pfeiltasten in umgekehrter T-Anordnung und das Tastaturverhalten ist echt super. Ich mag diese Tastatur. Ich tippe gerne auf dieser Tastatur. Die lässt mich nicht im Stich. Die ist beleuchtet. Im Dunkeln sieht man die super. Und das, was man jetzt hier sozusagen komplett in schwarz gestaltet hat, ist auch noch wunderbar anzusehen. Gleichzeitig das Trackpad, das ist ein bisschen größer als das Trackpad im 14 Zoll MacBook der gleichen Baureihe. Wer es mal wissen möchte, also hier hast du wirklich das größte Trackpad überhaupt verbaut im 16 Zoll MacBook Pro, und man kann eigentlich nur sagen, die Bedienung über beide Dinge wie Tastatur und Trackpad ist wirklich Daumen hoch, einmalig gut. Da sind wir beim Lieblingsthema in den Foren und jetzt geht es um die Notch. Die Notch ist mir eigentlich persönlich völlig wurscht, weil ich sehe sie überhaupt nicht. Wenn ich jetzt dunkle Inhalte habe, dann sowieso nicht, erst nur bei helleren Bildinhalten. Da sieht man natürlich dann oben die Notch, die dann übersteht. Aber das ist mir relativ schnurzpiep egal, muss ich sagen. Das Einzige, wo ich dann die Notch merke, ist bei Programmen, die dann sozusagen im Display noch mehr Textinhalte bieten und über die Notch hinausgehen. Da gibt es einige Hersteller, die ihre Apps hier noch nicht angeglichen haben. Das heißt praktisch, da steht ein bisschen Text dann in der Notch drin, der nicht so gut zu erkennen ist. Das wird wahrscheinlich auch noch nachgebessert werden. Aber ansonsten ist die Notch für mich kein Kriterium und kein K.O.-Kriterium. Ich müsste eigentlich gar nicht darüber reden. Die ist da, die gibt mir eine bessere Kamera, zu der kommen wir gleich noch. Und ein bisschen lustig ist es, wenn du jetzt deine Maus verschwinden lassen kannst, direkt unter der Notch. Das geht auch, ja. Da kann man dann die Maus mal so ein bisschen verstecken, wenn man sie hier bei Bildschirmaufnahmen oder anderen Dingen einfach nicht drin haben möchte. Lustige Geschichte, und sonst, wie gesagt, mit der Notch, ich kann damit leben und muss darüber gar nicht diskutieren. Mir ist sie eigentlich egal. Was mir nicht egal ist, ist natürlich die aktuelle Software und die Bedienung. Mit OS Monterey sind wir hier direkt dabei, und diese Software hat natürlich noch sehr viele Bugs. Es kann dir passieren, dass Fenster stehen bleiben. Es kann dir passieren, dass der Mauszeiger stehen bleibt. Es kann dir passieren, dass du bei Apple AirPlay Übertragungsschwierigkeiten hast. Das hatte ich jetzt am meisten. Da wackelt manchmal der Ton, dann zerrt der Ton, dann musst du neu verbinden, dann geht das wieder einigermaßen und dann gibt es wieder kleine Probleme. Dann gehen einige Fenster nicht zu, manchmal springt die Maus direkt rüber und du kannst das Fenster gar nicht zumachen. Das passiert auch manchmal, und andere kleinere Dinge. Also da kann man sich aber direkt auf Apple verlassen, dass das wirklich in den nächsten 2 bis 3 Monaten alles komplett geklärt wird. Hier muss sich die Hardware auch an die Software anpassen, und wir wissen es alle noch, beim Apple M1, da war es genauso. Am Anfang gab es da einige Bugs und Problemchen, und wirklich nach 2 bis 3, spätestens 4 Monaten war davon nichts mehr zu sehen und alles war in Ordnung. Kommen wir zum Prozessor, und den könnt ihr euch natürlich selber aussuchen. Ich habe hier den größten Prozessor genommen, allerdings nicht mit 64, sondern mit 32 GB Arbeitsspeicher. Das ist der Apple M1 Max.
So, jetzt können wir uns alle noch mal erinnern, 1,5 Jahre vorher, bevor es überhaupt zum M1 gekommen ist, gab es natürlich dieses gleiche MacBook mit dem Intel i9 und dem Intel i7 und verschiedenen Grafikkarten. Wenn man sich so richtig noch zurückerinnert, dann weiß man ganz genau, dass bei schwierigen Anwendungen sofort der Lüfter anfing zu laufen, das Ding unwahrscheinlich laut war und natürlich auch heiß wurde. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr der Fall. Der wird weder heiß noch laut, noch habe ich meinen Lüfter bei verschiedenen Schnittprojekten überhaupt noch nicht gehört. Also bei mir ist der wirklich noch gar nicht angesprungen und man muss sich mal überlegen, bei dieser Power, den der Prozessor hat, was hier sozusagen abgeht, dass der Lüfter nicht einmal ein bisschen angeht bzw. nicht hörbar ist und hier im Vergleich zum Intel MacBook wirklich alles aufgeräumt ist, kein Heißwerden mehr da ist und ein richtiges, ordentlich sauberes und vernünftiges Arbeiten garantiert ist. Du kannst das MacBook auch mal auf den Schoß nehmen. Das konntest du früher nicht. Wenn du viele arbeitsintensive Aufgaben gelöst hast mit dem MacBook, mit dem Intel, dann wurde das richtig heiß auf den Knien und du musstest das MacBook direkt auf den Tisch stellen. Du kannst das jetzt hier wirklich über mehrere Stunden auf deinen Füßen haben. Es wird zwar warm, na klar, da wird gearbeitet, aber es wird definitiv nicht mehr heiß und das ist gegenüber dem Vorgänger MacBook Pro 16 Zoll eine Riesenverbesserung. Thema Kamera und Audio. Fangen wir an beim Audio, denn hier kannst du auch durch die super eingebauten Mikrofone, teilweise ohne externes Mikrofon, mal Texte einsprechen. Das hört sich dann so an. Und das, was ihr jetzt hört, ist aktuell der Sound vom MacBook Pro, einfach nur über die Mikrofone eingesprochen und ja, es ist ein bisschen hallig, weil die Umgebung relativ hallig ist, also da muss man sich jetzt sozusagen nicht dran festmachen, aber von der Qualität her bin ich der Meinung, kann man das auch wirklich nutzen, sofern mal kein Mikrofon vorhanden ist, dass man hier direkt ins MacBook Pro seine Texte einspricht und teilweise auch gut bearbeiten kann und natürlich auch noch professionell weiterverwenden kann. Und die Webcam, die ist natürlich auch besser geworden, da sind wir wieder bei der Notch, deswegen ist ja sozusagen die Notch da drin und die hat natürlich jetzt auch bessere Farbwerte, ist Lowlight beständiger und sieht einfach schön aus und wie man sieht, hat man natürlich auch noch ein paar Effekte dazu, also von der Webcam her können wir uns auch nicht beschweren. Ich finde sie persönlich ausreichend, Videokonferenzen oder andere Dinge dürften mit dieser Kamera kein Problem sein, denn wir kommen von 720p jetzt 1080p, eine super Verbesserung. Ich nutze die Webcam sehr, sehr selten, aber wenn ich sie mal benutzen muss, dann weiß ich, dass ich eine schöne habe. Bei den Anschlüssen ist es natürlich so, dass wir jetzt viel mehr verbaut haben als beim Vorgängermodell. 3x USB-C Thunderbolt, dann natürlich noch HDMI mit dazugekommen, ein Kartenleser noch mit drin. Wer wissen möchte, wie schnell der Kartenleser läuft, ich habe da ein extra Video mal gemacht. Das ist hier oben mittlerweile verlinkt in meiner Videobeschreibung. Wer wissen möchte, wie schnell der Kartenleser arbeitet, der schaut sich einfach dieses Video an. Ansonsten natürlich Klinke-Anschluss, alles was das Herz begehrt und es macht natürlich auch richtig Spaß jetzt mit den Anschlüssen zu arbeiten, denn über MagSafe wird geladen, das heißt, du hast einen externen Netzanschluss, dadurch musst du ja nicht mehr die USB-C Thunderbolt Anschlüsse belästigen und kannst hier entweder einen Dongle reinstecken oder andere Dinge wie eine externe Festplatte oder was du benötigst. Vom Anschluss her reicht es eigentlich völlig, wenn nicht, dann holst du dir halt noch zusätzlichen Dongle. Dongle will keiner mehr, aber mein Gott, manchmal braucht man einen definitiv zum Netzwerkanschluss, brauchst du was. Da hast du hier nichts drin und natürlich auch für USB-A hast du ebenfalls keine Anschlüsse. Also so ein kleiner Dongle, der muss leider immer noch sein. Kommen wir zum Fazit und damit auch zu meinem Resümee. Ich habe im Jahr 2021 das MacBook Pro M1 13 Zoll mit 16 GB Arbeitsspeicher gekauft und hatte eigentlich gedacht, dass das schon das Geilste ist, was ich in diesem Jahr gekauft habe. Aber das ist es nicht. Das MacBook Pro 16 Zoll mit dem M1 Max Prozessor und 32 GB Arbeitsspeicher ist das Geilste, was ich mir dieses Jahr gekauft habe. Ich möchte es nicht missen, ich möchte den Display nie wieder hergeben, ich möchte die Tastatur nie wieder hergeben und ich möchte das Arbeitsverhalten, was mir dieses Gerät hier komplett gibt, auch nie wieder hergeben. Ich habe mich so schnell dran gewöhnt. Wir kommen zwar, wie gesagt, von den 13 Zoll MacBooks, wo alles ein bisschen kompakter und kleiner war und trotzdem schnell und jetzt hat man natürlich Problemchen in Bezug auf den Transfer
ans Board, er ist ein bisschen schwerer, er ist ein bisschen klobiger, aber daran gewöhne ich mich wirklich sehr gern. Ich möchte keinen 14 Zoller haben, weil mir der Display beim 14 Zoller für meine Anwendung etwas zu klein ist. Hier ist es genau richtig. Ich kann mich jetzt wirklich an jeder Stelle der Welt bewegen und kann hier auch alle Arbeiten auf dem MacBook Pro machen. Gerade beim Videoschnitt ist es natürlich schöner, wenn du so ein riesen Display hast, als wenn du hier mit 14 oder 13 Zoll arbeiten musst. Da ist einiges ganz schön klein. Es wird natürlich noch mehr Videos geben hier zum MacBook Pro und nicht nur zum 16 Zoller. Ich habe auch noch das 14 Zoller mit dem M1 Pro und ich habe auch noch das 13 Zoller mit dem M1. Diese drei werde ich natürlich auch noch vergleichen und gerade beim Videoschnitt, ich sage es euch immer wieder, alle machen Videos mit Final Cut Pro, wie schnell das ist und wie schön das ist. Ich habe jetzt mal direkt DaVinci Resolve in der Version 17.4 getestet mit dem neuen MacBook Pro M1 Max und das ist noch schneller. Ich möchte sagen, es ist wirklich noch schneller als Final Cut Pro. Es unterstützt diese Hardware-Codecs, die hier sozusagen mit verbaut sind. Es ist der Hammer. Aber wie gesagt, das Video kommt noch. Dann gibt es noch Vergleichsvideos zwischen dem 14er und dem 16er. Aber alles in Zukunft auf meinem Kanal. Für heute war es das erstmal mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben bzw. abonniert meinen Kanal, um weitere Videos nicht zu verpassen. Ich sage Tschüss, bye bye und winke winke. Danke fürs Anschauen und gern bis zum nächsten Video.